Freunde, heute möchte ich euch meine absoluten Must-Have-Nähfüße vorstellen. Diese kleinen Helfer sind bei mir ständig im Einsatz und machen das Arbeiten mit der Nähmaschine nicht nur einfacher, sondern auch deutlich angenehmer. Gerade Nähanfänger werden sich über diese kleinen Helfer freuen. Wer schnell gute Nähergebnisse erzielen möchte, kommt an diesen kleinen Tools kaum vorbei. Das Schöne ist, sie lassen sich für viele verschiedene Projekte nutzen. Da ist sicher auch etwas für dich dabei. Weniger auftrennen, mehr Spaß beim Nähen. Und gerade Nähte entstehen damit fast wie von selbst. Natürlich haben diese Füßchen ihren Preis, aber mit dem richtigen Werkzeug macht das Hobby einfach viel mehr Spaß. Ich zeige euch meine heißgeliebten Janome-Füßchen, aber keine Angst, ihr müsst nicht heimlich meine Maschine klauen. Ähnliche Schätze hat fast jeder Hersteller im Sortiment. Vielleicht mit einem anderen Look, aber der Job bleibt der gleiche. Also legen wir los mit meiner Nummer 1. Starten wir mit einem Nähfüßchen, das fast jeder Nähmaschinenhersteller in der Standardauslieferung mitliefert, dem Reißverschlussfuß. Neben dem Standardfuß ist das mein meistgenutztes Füßchen, vor allem, weil ich viele Handtaschen, Hosen und Oberteile mit Reißverschlüssen nähe. Das Beste an diesem Tool ist, es macht den Job fast von allein. Reißverschluss positionieren, Füßchen ansetzen und losnähen. Wer langsam arbeitet, erzielt damit perfekte Ergebnisse. Mein Tipp für Anfänger: holt euch einen günstigen Übungsreißverschluss und testet das Ganze an Stoffresten. So bekommt ihr schnell Sicherheit und Spaß am Arbeiten mit diesem Fuß. Bleiben wir gleich bei den Hosenhelfern, den Knopflochfuß. Ich gebe zu, mein Start mit diesem Füßchen war alles andere als Liebe auf den ersten Stich. Ich habe geflucht, mir geschworen, es nie wieder anzufassen und sogar eine fast fertige Hose damit komplett ruiniert. Aber wie so oft beim Nähen gilt, Übung macht den Meister. Ich hatte das große Glück, dieses Füßchen zusammen mit meiner Maschine in einem kleinen Nähladen zu kaufen. Der Verkäufer hat sich viel Zeit genommen und mir beides in Ruhe erklärt. Trotzdem braucht es Übung und mein wichtigster Tipp: testet das Knopfloch niemals zum ersten Mal an einer fast fertigen Hose. Manche Schnittmuster oder Hosenbündchen sind so dick, dass die Maschine mit 4 bis 6 Lagen richtig zu kämpfen hat. Reißt dann mitten im Knopfloch der Faden, ist das Nähdrama perfekt. Ich spreche da leider aus Erfahrung. Die Handhabung ist relativ einfach. Knopf in die Lade klemmen und den Fuß einsetzen. Bei meiner Maschine habe ich einen kleinen Hebel, den ich herausziehen muss. Dann das Programm wählen und die Start-Stopp-Automatik drücken. Und schon geht es los. Kleiner Zusatztipp: wenn ihr ein Stickvlies unter euren Stoff platziert, erhaltet ihr ein noch schöneres Ergebnis. Mein drittes Lieblingsfüßchen ist ein echter Geheimtipp für Anfänger. Wenn du frisch mit dem Nähen startest, ist das der perfekte Helfer für gerade Nähte. Er erleichtert das Säumen von Ärmeln und Hosenbeinen und macht auch parallel verlaufende Nähte oder Kantennäher kinderleicht. Die Führungshilfe lässt sich in 5 mm Schritten bis zu 30 mm einstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Abstecken von Säumen war für mich noch nie ein Vergnügen. Es ist und bleibt meine ungeliebteste Stelle beim Nähen. Wahrscheinlich, weil es das Ende des Projekts einläutet und ich dann nur noch ungeduldig bin, mein neues Teil anzuprobieren. Mit Sicherheitsnadeln abzustecken ist für mich einfach langweilig, fummelig und kostet gefühlt ewig Zeit. Dieses kleine Füßchen hat das für mich komplett verändert. Säumen funktioniert damit so: Saum doppelt einschlagen, kurz die Breite prüfen und dann ab und das Nähfüßchen. Die Führungshilfe an der Saumkante ausrichten, darauf achten, dass die Breite links und rechts gleich bleibt, und schon hat man eine schnurgerade Naht, die richtig professionell aussieht. Und das Beste: der Fuß eignet sich auch als Abstandshalter. Einfach eine Hauptnaht setzen und mit der Führungshilfe eine versetzte Naht daneben platzieren.
So entstehen zum Beispiel tolle Rauten wie bei meinem Topflappen. Das macht riesigen Spaß und sieht am Ende einfach klasse aus. Gerade für Anfänger ist dieses Tool eine echte Erleichterung. Probiert es unbedingt aus. Ich liebe es. Der Teflonfuß oder wie er bei Janoma heißt, Ultra Gleitfuß, ist ein absolutes Must-Have, wenn ihr Kunstleder oder Lederwaren vernähen möchtet. Ich nähe wirklich sehr gerne Handtaschen, was ein bisschen doof ist, weil ich mittlerweile nicht mehr weiß, wohin damit. Die meisten liegen leider die meiste Zeit im Schrank. Darum habe ich mir selbst einen Taschenstopp verordnet. Der Teflonfuß sorgt dafür, dass das Material gleichmäßig transportiert wird, ohne Stau oder unsaubere Nähte. Gerade bei mehreren Lagen ist das Standardfüßchen oft überfordert. Mein Fazit: Spart euch graue Haare und besorgt euch gleich so einen Fuß. Damit macht das Nähen von Taschen, Kunstleder oder Leder einfach viel mehr Spaß und die Ergebnisse werden sauberer. Mein letzter Favorit dürfte den ein oder anderen überraschen. Das Paspelfüßchen. Es ist noch gar nicht so lange in meiner Sammlung, aber seitdem ich es habe, macht das Nähen von Paspeln richtig Spaß und ich benutze es deutlich häufiger. Fertige Paspeln kann man zwar kaufen, doch sie passen farblich oft nicht zum Projekt. Genau darin liegt für mich der Reiz, sie selbst herzustellen. In genau der Farbe und den Stoff, den ich möchte. So funktioniert es. Ein Stoffstreifen um einen Wollfaden legen, den Faden in die Kerbe des Füßchens einrasten lassen, mit einem Geradstich abnähen und schon ist die individuelle Paspel fertig. Das spart nicht nur Geld, sondern macht auch richtig Spaß. Das waren meine Top 5 Nähfüße. Manche sind etwas spezieller, aber sie erleichtern mir meine Projekte enorm und kommen regelmäßig zum Einsatz. Jetzt seid ihr dran. Welche Nähfüße sind eure Favoriten? Schreibt's mir in die Kommentare. Vielleicht ist ja ein neuer Tipp für mich dabei. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Do-it-yourself für Hunde, dann lasst gerne ein Abo da. Juna schickt euch ein Pfoten-High-Five und ich eine Portion kreative Energie obendrauf. Bis bald, bleibt inspiriert und habt Spaß beim Nähen.